Wenn du zurzeit auf der Suche nach einer neuen Formation und Taktik bist, die dir offensiv auf jeden Fall mehr Tore beschert, als du wahrscheinlich kassieren wirst und dadurch trotzdem mehr Spiele gewinnst und wahrscheinlich sogar der Gegner deswegen in den ersten paar Minuten quitten wird, weil du ihn so überrennst am Anfang, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn ich stelle dir die 4-2-4-Formation vor mit meinen Taktiken, mit den Anweisungen und danach gehen wir in ein Live-Gameplay, wo ich euch nochmal näher erklären kann, wie ich die Formation spiele, worauf ihr achten müsst und wie ihr euch am besten verhaltet, um das Beste da rauszuholen. Noch ein kleiner Hinweis, die Taktik ist erstmal von einem Zuschauer aus einem Livestream. Grüße gehen raus, Micha, falls du zuschauen solltest. Und basierend darauf werde ich die Taktik ein bisschen weiter auf mich und mein Spiel anpassen. Aber grundsätzlich könnt ihr diese Taktik auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wir sehen uns dann gleich in den Taktiken. Doch bevor wir reingehen, lass am besten direkt ein Abo bei YouTube da, dann verpasst du kein Video, keinen Livestream mehr. Ich würde mich freuen, dich auch bei den Livestreams willkommen zu heißen. Ich streame eigentlich immer Montag bis Samstag. Die Streamzeiten findet ihr im Community-Tab, im Discord-Kanal oder auf TikTok in den Stories. Veröffentliche ich die auch, also kommt gerne mit dazu, denn dort könnt ihr dann die Taktiken und das Gameplay immer live sehen und dort werdet ihr noch sehen, wenn die neuesten Taktiken am Start sind. So, und dann gehen wir auch in-game, wie gesagt, das ist zurzeit unser Team und dann gehen wir auch in die 4-2-4-Taktik rein. Ich zeige euch auch nochmal gleich eine andere 4-2-4-Taktik, weil die könnt ihr natürlich auch nutzen, wenn ihr zurückliegt. Also diese Taktik, die wir jetzt haben, ist eine Taktik, die ihr ruhig von Anfang an spielen könnt. Wie gesagt, offensiv macht sie extrem Spaß. Defensiv ist sie ein bisschen tricky, muss man halt aufpassen, weil sie generell halt sehr offensiv gestaltet ist und wir letztlich uns das ja auch zu Nutzen machen wollen, weil Verteidigen, wie gesagt, ist generell schwer und deswegen kann man sich eher darauf fokussieren, sage ich mal, am Ende mehr Tore zu schießen als der Gegner und dafür ist die Formation halt extrem gut und zwar defensiv sehr ausgeglichen. Breite 43, Tiefe 65 und wenn ihr hier nicht so klarkommt, könnt ihr, sage ich mal, bis so 55 Tiefe hochgehen und ich sag mal so maximal bis 35 wahrscheinlich Tiefe runter, wenn euch das nicht so passt. Also Breite ist damit gemeint, nicht Tiefe. Tiefe spielen wir auf 65. Wie gesagt, wenn ihr mit einer tieferen Tiefe besser klarkommt, könnt ihr da natürlich auch bis so 55 runtergehen und höher würde ich jetzt eigentlich nicht viel mehr gehen. Es sei denn höchstens 71 mit automatischer Abseitsfalle, aber das feiere ich inzwischen auch nicht mehr so. Und dann Aufbauspiel ausgeglichen, direkte Pässe ist klar, Breite 53. Hier könnt ihr ein bisschen experimentieren. Ich denke, ich würde nicht weiter als 45 runtergehen und hoch maximal auf 60, 65. Könnt ihr ausprobieren. So, Spieler im Strafraum spielen mit 6. Ecken spiele ich auf 4 wegen einer Eckentaktik, die ich gerade am Testen bin. Ansonsten könnt ihr natürlich Ecken und Freistöße einstellen, wie ihr wollt. So, dann, wie gesagt, im Game ist klar, ich würde euch raten, auf jeden Fall im ZM einen eher defensiveren ZM zu zocken und einen offensiveren. Bei mir ist der defensivere Lorente, die Evolution. Und auf der anderen Seite ist dann Wash als offensiverer, aber trotzdem so ein Allrounder ZM, der halt auch defensiv was kann. Dann Außenverteidiger natürlich auch am besten, die ihr mit nach vorne nehmen könnt, was wir auch gleich sehen werdet, weil die auch offensiv, sage ich mal, für Furore sorgen werden. Natürlich auch dribbelstarke, passstarke, vor allem am besten vielleicht auch mit so Schnittstellenpass, Playstyle oder langer Ball, Playstyle für Seitenwechsel und Co. extrem gut. Und dann natürlich im Sturm spiele ich halt KK an sich, ist jetzt nicht die Bestbesetzung, weil ihr da ruhig einen kompletten Stürmer spielen könnt. Ist einfach nur mit dem Hintergrund, wenn ich zum Beispiel mal auf eine 4-3-2-1 oder eine 4-2-3-1 dann umstelle, dann habe ich halt KK als Zehner, den ich besser als ZOM spielen kann als einen Stürmer oder halt in der 4-3-2-1 dann einen offensiven ZM. Und wie gesagt, auf den Flügeln, ich spiele Grealish links, Asensio rechts, einfach deswegen, weil beide Finesse Shot Plus haben, sodass der rechte Fuß bei Grealish der stärker ist. Wenn er nach innen zieht, kann er Finesse machen und Asensio
Linksfuß auf der rechten Seite, wenn er nach innen zieht, kann er Finesse machen. Wenn ihr natürlich Leute habt, die den Trivela Playstyle haben, dann spielt ihr natürlich auf der linken Seite einen Linksfuß und auf der rechten Seite einen Rechtsfuß, dass ihr dann die Trivela Shots machen könnt, wenn ihr die natürlich nutzt. Müsst ihr aber nicht, ist natürlich eine weitere Option. Jetzt gehen wir in die Anweisungen. Torwart bekommt bei mir Flankenfänger. Die Innenverteidiger, wie gesagt, bekommen gar nichts. Und jetzt der interessante Part. Wir spielen beide Außenverteidiger auf ausgewogen und übergreifend, dass sie auch noch mit nach vorne kommen, obwohl wir da vorne schon viele Leute haben. So, und wie ich sagte, im ZM einen defensiveren, einen offensiveren. Deswegen bekommt Lorente, der defensivere, hinten bleiben bei Angriffen, am Strafraumrand bei Flanken und Mitte abdecken. Und der etwas offensivere ZM bekommt ausgewogene Angriff, am Strafraumrand bei Flanken und Mitte abdecken. Und die beiden Flügel bekommen defensive Verstärken, alle Freiheiten und das war's dann auch schon. Und die beiden Stürmer bekommen zentral orientieren und defensive Verstärken. Alright, das dazu. Jetzt noch die eine andere Variante. Und zwar, wenn ihr zurückliegen solltet, könnte es hilfreich sein, dass ihr einfach die gleiche Taktik, wie wir sie hatten, einfach kopiert auf einen weiteren Taktikslot. Und dort stellt ihr dann einfach bei Defensivstil ständiger Druck oder Pressing nach Ballverlust ein, um einfach auch nochmal eine Taktik zu haben, wenn ihr zurückliegen solltet, dann könnt ihr mit ständiger Druck und Pressing nach Ballverlust natürlich auch extrem gut Rückstände mit dieser Formation aufholen, weil ihr noch mehr Druck vorne generieren könnt, wozu wir auch noch zum Anlaufverhalten in Ingame kommen werden, was natürlich an der 4-2-4 extrem stark ist. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. So, und dann waren es auch die Taktiken, die Anweisungen und dann gehen wir jetzt in den Division Wyvitz Game, um euch nochmal genauer in-game zu erklären, wie ich die 4-2-4 am besten spiele, worauf ihr achten solltet und was Vor- und Nachteile natürlich sind. So, da sind wir in Division Wyvitz. Wie gesagt, Division 3 sind wir zurzeit. Dann gehen wir auch in dieses Game rein. Alright. Und dann schauen wir mal, erstens, wie wir spielerisch heute drauf sind. Und zweitens, wie gut wir, sage ich mal, mithalten können. Und wie wir die Taktik letztlich gut spielen können. So, dann sind wir jetzt im Spiel. Und wir spielen gegen FC Romagna. Grüße gehen raus, falls du zuschauen solltest. Und dann schauen wir uns noch das Tor an. Oh, Fünferkette. Das kann jetzt sogar interessant werden, wenn er wirklich Fünferkette zockt. Weil könnte ein bisschen trickier werden. Wir stellen auf Offensiv unsere 4-2-4-Taktik ein. Und dann der Key ist, über Außen zu kommen. Weil ihr sowohl die Außenverteidiger mit nach vorne schickt, als auch die Flügel natürlich vorne sind. So, dann spielen wir hier schon mal einen Fehlpass. Und jetzt kommen wir natürlich schon zum einen negativen Part der 4-2-4. Das ist natürlich extrem wenig. Junge, was war das denn? Junge, voll verkackt für den Gegner. Junge, der macht ein Tor. Es wird Freischuss gepfiffen. Ja, moin. Aber ich habe das Gefühl, den haut er trotzdem rein. Macht er nicht. Ecke. Da haben wir Glück, dass er ihn nicht macht. Wie gesagt, verteidigen ist in der Formation relativ schwer. Da wir uns eher auf die Offensive konzentrieren. Wie gesagt, immer in diese Halbräume könnt ihr spielen. Und dann L1-Dreieck, Seitenwechsel funktionieren normal. So. Auf jeden Fall über Außen aufbauen. So, und dann könnt ihr schicken, einen nach innen. Dann kommen die da oben wieder. So, und dann könnt ihr hier dann mal in die Mitte spielen. Der nächste.
Wie gesagt, und deswegen auch bei den Vordersten alle auf defensive Verstärken einstellen, weil die auf jeden Fall mit nach hinten kommen müssen. Macht er gut, er ist drin. Wie gesagt, bei außen aufbauen. Dann könnt ihr oft euren Flügel kurz holen. Und dann könnt ihr in diesen Momenten oft einfach L1 Dreieck Seitenwechsel spielen. Da ist dann euer Flügel. Und dann wieder auf die andere Seite. Am besten natürlich, wenn die Leute auch Longball Pass Playstyle oder sowas haben, funktioniert das natürlich am besten. So, da sind wir. So, jetzt hier über die Außen kommen. Dann warten, bis der Außenverteidiger überläuft. Könnt ihr den spielen. Und jetzt habt ihr genau diese Situationen, die so eklig sind. Könnt da innen, nach außen und Co. spielen. Und habt dann da 4 Leute auf der letzten Linie. Wenn ihr einmal über außen durchkommt, werdet ihr sehen, dass ihr oft, wenn ihr kurz verzögert, irgendwann ist der Passweg auf einen der Stürmer frei. Und dann könnt ihr eigentlich die Linie runter immer druckvolle Pässe spielen, bis ihr dann irgendwann vorm Tor seid und, sag ich mal, machen könnt, was ihr wollt. So, okay, der war jetzt richtig schlecht. So, okay. Jetzt können wir hier mal natürlich ein bisschen was ausprobieren. Auf Wash erstmal. Okay, oben ist anscheinend noch keiner am Stissel. Dann hier über den Halbraum und jetzt seht ihr, innen läuft einer, außen läuft einer und wir spielen es richtig schlecht. Und dann, das ist auch diese Sache bei der 4-2-4, dass ihr teilweise extrem hohe Ballgewinne bekommt. Let's go. Und dann halt direkt die 4 Leute da vorne habt, dass der Time Finish jetzt mit Grealish natürlich genau reingeht. Das ist dieser andere Vorteil bei der 4-2-4. Und vor allem, wenn ihr dann mit ständiger Druck oder Pressing nach Ballverlust spielt, dass ihr merken werdet, dass ihr vorne extrem viel Balleroberung bekommen könnt, weil ihr letztlich, vor allem wenn der Gegner natürlich auch eine Viererkette zockt, jetzt wieder diesen Seitenwechsel, siehst du, diese L1-Dreieck-Seitenwechsel, die sind so crazy. Jetzt Ballrolle nach innen, nach einen weiter. Oft könnt ihr, wie gesagt, in diesen Momenten, am besten sogar, wenn ihr vorne noch Spieler habt mit einem Tiki-Taka-Playstyle, könnt ihr oft einfach immer einen weiterspielen und seid dann durch. So. So, hier müssen wir aufpassen. Dann am besten nochmal abbrechen, Seitenwechsel. Ihr habt, dann holt euren Flügel kurz, verzögert kurz. Am besten mit R1-Dribbling könnt den Seitenwechsel spielen. Wie gesagt, oft gewinnt ihr halt diesen Kopfball da. So, jetzt wieder über Außen. Abwarten, dass der Außenverteidiger überläuft. Dann könnt ihr den Außenverteidiger spielen. Jetzt sind wir wieder in diesen Situationen, die wir haben wollen. Dann könnt ihr kurz abbrechen und ihr werdet sehen, dass wir es jetzt verhauen haben. Aber wenn ihr da geduldig genug seid, irgendwann in der Mitte habt ihr diesen freien Passspot auf einen eurer Stürmer. Und dann könnt ihr easy immer wieder einen nach innen spielen. So, auch mal kurz spielen, Außenverteidiger. Abbrechen, nochmal zurück. Seitenwechsel, ihr seht hier, Außenverteidiger mit nach vorne gekommen und jetzt habt ihr die Situation. Da druckvoll rein, meistens ein weiter druckvoll, in dem Fall hat es nicht funktioniert. Und da habt ihr dann so eine Überzahl und könnt meistens extrem viel draus machen. Hat er jetzt auch gut gespielt. Aber da sind wir denn. So, Grealish, einen nach innen legen. Nehmen wir den Außenverteidiger nochmal mit. Dann haben wir hier erstmal ein bisschen Platz. Und dann können wir Grealish wieder schicken. War jetzt leider nicht so geil im Raum. Okay. Ja,
Ja, und jetzt geht er ins Aus, ne? Klar. So, da sind wir. Über innen. Dann mal da und dann wieder nach außen. Wenn ihr, ist es relativ schwer, über die Mitte zu spielen. Aber wenn ihr merkt, dass vor allem ein Stürmer anspielbereit ist, kurz, am besten mit der 1 kurz holen, Druckvollpass. Und dann am besten direkt wieder nach außen, weil dann habt ihr euren Flügelspieler, der auf jeden Fall schon mal außen ist. Und oft könnt ihr dann auch den Außenverteidiger schicken, sodass ihr den Flügel vorne habt, Außenverteidiger schicken und dann teilweise direkt den Flügel steil schicken oder wieder nach innen gehen oder halt abbrechen, wie ich euch gesagt habe. L1 Dreieck, Seitenwechsel auf die andere Seite. Den könnt ihr oft einfach blind spielen teilweise, weil oft kommt der trotzdem an, weil entweder euer Flügel auf der anderen Seite da ist oder der Außenverteidiger überläuft. Wie gesagt, L1 Dreieck, Seitenwechsel komplett durchdrücken. Also so gut wie komplett durchdrücken. Die kommen extrem gut, vor allem wenn ihr noch Leute, wie gesagt, mit Longball Pass Playstyles habt. So, wie gesagt, wieder über außen. Erstmal, wie gesagt, dann schauen, ob ihr euren Flügel anspielen könnt. Dann könnt ihr kurz mal den holen und dann mal auf die andere Seite gehen. So, dann wieder abwarten. Die Lorenzo kommt. Dann da, Gejoro, ein nach innen, wieder ein nach außen. Zack, das meinte ich. Wenn ihr einmal außen durchkommt, dann, wie gesagt, abbrecht, könnt ihr einfach immer einen weiter nach oben spielen. Und irgendwann ist der oberste der meistens frei, weil die Viererkette von ihm natürlich nach unten verschiebt und ihr letztlich vorne auch eine Viererkette habt. Und dann ist halt am Ende einer komplett blank. Den können wir sogar lang mal spielen. Grealish setzt sich leider nicht ganz durch. Der geht ins Aus. Und was aber zurzeit hier halt noch nicht so funktioniert, da ihr 4 Leute vorne habt, könnt ihr meistens aggressiv direkt mit jedem Spieler vorne einfach auf die Viererkette zulaufen, weil, oh shit, da haben wir zu lange gewartet jetzt. Da müssen wir direkt drauf, ja. Ja, und so, jetzt hier kommt mal auch einer kurz. Dann habt ihr, wie gesagt, hier so viele Leute. Wenn ihr es da ein bisschen ruhiger ausspielt, habt ihr eine crazy Überzahl. So, jetzt spielen wir mal lieber hier hinten rum. Weil die Situationen sind dann eklig. Gehen wieder nach außen. Oh nein, der sollte eigentlich einen weiter. Okay. So, jetzt. Wie gesagt, hier wieder nach innen gehen. L1 Dreieck, Seitenwechsel. Ihr seht, wie crazy die kommen. So, und dann könnt ihr wieder nach innen gehen. Abbrechen. Ein nach innen, noch ein nach innen. Jetzt wieder nach außen. Nach innen, nach innen, nach innen. Auch wenn der letzte Pass jetzt nicht ankommt. Aber ihr seht, dadurch habt ihr so viele Anspielstationen da immer vorne. So, und dann, Junge, und dann teilweise könnt ihr auch, wenn ihr da außen seid, einfach mal euren Spieler in der Mitte schicken, weil wenn ihr da zu aggressiv rausrückt, könnt ihr den meistens, also oft, einfach auch durchschicken dann. Jetzt müssen wir innen aufpassen. Ja, macht er gut. Da haben wir Glück. Und er haut ihn zweimal daneben. Let's go. Alright. Wie gesagt, klar ist, denke ich, über außen aufbauen. Dann euren Flügel am besten kurz holen. Dann mit R1 nach oben abdrehen. Und dann habt ihr entweder, wie eben jetzt zum Beispiel wieder, L1 Dreieck, Seitenwechsel, die Möglichkeit. Dann erstmal zur Grundlinie durchgehen. Und dann, wie gesagt, braucht er Jahre, um sich zu drehen. Wie gesagt, hier jetzt auf dem Flügel. Dann könnt ihr hier nach innen mit R1 Dribbling. Und dann eigentlich den Seitenwechsel spielen. Hatten wir jetzt nicht gut genug. So. Mal ablegen. Dann hier mal über den ZM. Dann wieder die Seite wechseln. Zack, jetzt habt ihr
eigentlich die Möglichkeit, oft macht er den Kopfball in dieser Situation und kann ihn dann einfach einen weiterlegen. So, hier über die Mitte war kurz mal frei, könnt ihr jetzt einen weiterschicken. Jetzt kommt der Außenverteidiger mit. So, und jetzt haben wir wieder die Situation. Ballroll nach innen, Druckpass, Druckpass, wieder nach oben. Ne? Selbst wenn ihr da den Ball verliert, habt ihr meistens die hohe Balleroberung. Und dann sind halt immer noch diese 4, 5 Leute da vorne. Dadurch, dass ja auch das ein ZM auch mit nach vorne kommt. So, am besten hier immer versuchen, die Mitte zuzumachen. Das ist das Gefährlichste. Und ihr steht halt trotzdem relativ eng, wenn ihr es da hinbekommt. Und könnt relativ viel abdecken. Okay, der war jetzt ein bisschen schlecht. Jetzt haben wir den Spielerwechsel verhauen wir derbst viel. Dann haben wir Glück, dass der dann doch noch zu uns am Ende abprallt. Wie gesagt, über Außen. In dem Fall ist Asensio noch nicht auf seiner Position, deswegen am besten abdrehen, Seitenwechsel spielen, wenn er nicht 5 Jahre für die Drehung braucht. Wie gesagt, Druck von nach unten. Dann kann man den mal kurz, dann musst du aber den Flügel dabei kurz holen. Und jetzt einfach mal den Außenverteidiger schicken, dann über den ZM nach ganz unten. Euer Außenverteidiger läuft durch. Ihr habt wieder die Situation, kurz abdrehen, nochmal abdrehen, nochmal abdrehen. Jetzt könnt ihr hier in die Mitte spielen, ein weiterspielen, ein weiterspielen, ein weiterspielen. Zack. Seht ihr, wie das crazy ist? Und wenn ihr die ersten 2, 3 Angriffe so abschließen könnt, kann ich euch sagen, werden so viele Leute einfach Rage Quit nach 5 bis 10 Minuten machen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon 5 Tore gemacht, ne? Das ist halt diese Sache dabei, ne? Weswegen die so crazy sein kann, weil die so offensiv brutal ist, immer mit bup, bup, bup. Was soll der Gegner machen? Vor allem, wenn ihr die immer druckvoll spielt. So schnell kommt er nicht hinterher und vor allem, wenn ihr gegen eine Viererkette zockt. Wie gesagt, dadurch, dass die immer einen nach unten verschieben, ist der oberste meistens immer komplett blank. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir es gut verteidigen. Da ist er. So, wie gesagt, über Außen. Jetzt könnt ihr mal den in der Mitte schicken. Und dann kann man manchmal diesen Pass denn steil machen. Wie gesagt, und wie hier alle nachrücken. Und dann, wenn einmal überspielt ist, zurück mit den ZMs. Und dann kommen die dadurch, dass alle hinten bleiben haben, nach hinten, also defensive Verstärken bei den Offensiven haben, sind dann meistens auch hier wieder Überzahl. Und daran gefühlt müsst ihr schon aggressiv sein. Dadurch, dass ihr an sich wisst, dass ihr, vor allem wenn der Gegner auf Konter spielt, dass ihr meistens dann halt in der Unterzahl seid, dann wirklich aggressiv eher die Mitte dicht machen und aggressiv auf den Ballführenden, weil wenn der zu viel Zeit hat, dann seid ihr halt immer hier mit der letzten Reihe unterwegs. Hier müsst ihr kurz verzögern, dann hilft der ZM und dann war's das, ne? Am Ende 5-1, wie gesagt, offensiv geht die schon richtig wild ab. Und ja, ich denke, ist klar, über Außen aufbauen. Dann schauen, ob euer Flügel auf derselben Seite frei ist. Am besten dann schon, wenn der Ball nach außen auf den Außenverteidiger kommt, dann R1 zu eurem Flügel, dass der kurz kommt. Dann könnt ihr einen L1X-Pass auf den Flügel spielen. Dadurch, dass ihr ihn kurz holt, wird er immer, sage ich mal, auch anspielbereit sein. Und dann wisst ihr ja, dass ihr den Außenverteidiger geschickt habt. Und dann geht ihr einfach mit eurem Flügel weiter zurück. Am besten sogar mit R1-Dribbling so ein bisschen im Halbkreis in die Mitte. Und dann habt ihr nämlich oft die Variante im Halbkreis nach innen. Ihr schaut nur, ob der Außenverteidiger, den ihr geschickt habt, sage ich mal, durchläuft und er seinen Außenverteidiger rauszieht. Dann könnt ihr überlegen, ob ihr den L1-Dreieckball auf den Außenverteidiger schickt. Dann seid ihr meistens durch, wie ihr schon gesehen habt. Und dann habt ihr meist euren Stürmer direkt nebenan, wo ihr nur den Passwinkel und Passspot herausfinden müsst, wann ihr den in die Mitte spielt und dann Tick-Tack, Tick-Tack nach innen. Ne? Oder, wenn ihr den nicht nach unten spielt, könnt ihr L1-Dreieck diagonal auf die andere Seite einfach
fast voll durchladen. Und der kommt ja meistens sogar in den Lauf, auch wenn der Außenverteidiger von dem richtig steht, kommt er meistens in den Lauf, dass er trotzdem nicht rankommt. Und dann seid ihr dort außen durch und dann genau das gleiche abwarten, verzögern, bis ihr dann irgendwann den Spot auf den Stürmer oder teilweise über den ZM auf den Stürmer habt. Und dann, wie gesagt, immer nach unten und dann könnt ihr auch variieren, mal nach innen, wieder nach außen und dann schießen. Jedenfalls habt ihr dort dann halt immer One-on-One-Duelle, vor allem wenn ihr gegen eine Viererkette spielt, was viele machen. Bei einer Fünferkette natürlich müsst ihr halt ein bisschen schauen, inwiefern die Seitenwechsel funktionieren, weil sie natürlich dann breiter stehen, aber dann könnt ihr mehr über eure Stürmer kurz holen, druckvoll anspielen, um dann wieder nach außen zu gehen, vor allem wenn dann der Flügel und der Außenverteidiger auf der Seite steil geht, weil dann kommt er auch nicht mehr hinterher, dann habt ihr auch die Linie überbrückt und dann könnt ihr ebenfalls in die Mitte druckvoll spielen und ja, dann halt den Abschluss finden. Hier, wie gesagt, hier ist so eine perfekte Szene dafür. Wir sind mit unserem Außenverteidiger einen Steilpass durchgekommen. Dann, wie gesagt, einen in die Mitte spielen und ihr seht jetzt schon, wenn ihr jetzt schon seht, und das meinte ich, wenn ihr gegen eine Viererkette zockt, am Ende oben, der ist immer frei, wenn ihr gegen eine Viererkette zockt. Weil, dadurch, dass ihr den Außenverteidiger geschickt habt, ist sein Außenverteidiger, beziehungsweise der Flügel, glaube ich, der hier zurückgekommen ist, bei eurem Außenverteidiger. Somit schiebt jetzt der eine Innenverteidiger schon mal raus auf unseren jetzt. So, dadurch, und meistens läuft halt jetzt KK auch noch in diesen Raum rein, dann würdet ihr den Innenverteidiger mit KK bündeln, dann wäre so sein Außenverteidiger auf Geyoro und dann seht ihr oben, Asensio wäre schon wieder komplett blank. In dem Fall haben wir es sogar anders gemacht. Hier nach innen gespielt, druckvoll. Hier habe ich gesehen, was ich meinte. Dadurch, dass KK nicht weit genug gegangen ist, ist der Innenverteidiger halt nicht auf KK gegangen, sodass in dem Fall unser Außen nicht frei war. Wir hätten jetzt trotzdem einfach nach oben gehen können, schießen können. Waren wir schon in dem Passspot drin, in dem Schussspot drin. Hätten aber auch nochmal zu Asensio spielen können, nochmal Doppelpass spielen können, weil ihr habt da so viele Anspielstationen. Und in dem Fall, wie gesagt, jetzt nach innen gegangen, nochmal den Ball nach unten gespielt. Hier natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass die Ballannahme jetzt hier nach innen genau hinter ihnen durchgeht und wieder ein Tor schießen können. Wie gesagt, und hier ist noch nicht weit genug zurück, aber das war eine Situation, wo wir vorne eine Balleroberung hatten. Und dann, wie gesagt, sind hier alle 4 Leute komplett eng. Wie gesagt, und hier wichtige Sachen, am besten, wenn ihr druckvoll nach innen spielt, vor allem auf den Stürmer, wo wir jetzt hinspielen. Ihr habt, wie gesagt, in der Mitte oft nicht genug Zeit, deswegen rate ich euch oft, wenn ihr den Stürmer anspielt, schon mal nach außen zu gehen, weil dadurch würde auch Di Lorenzo, der jetzt zwar nochmal hinten pennt, würde auch nach vorne gehen. Das heißt, im Notfall könntet ihr dann immer den Pass auf den Außenverteidiger spielen, um den Druck auszuweichen. In dem Fall habe ich sogar Asensio noch geschickt, dass sein Außenverteidiger halt nochmal nach hinten gezogen wird. Bin dann aber nochmal in die andere Richtung gegangen, um mir die Möglichkeit zu eröffnen, jetzt eventuell auf unseren Außenverteidiger, der hier ganz unten am Rand ist, zu schicken mit dem L1-Dreieckball, um dann wieder die 4 Leute vorne zu haben, um nach innen zu spielen. Aber in dem Fall habe ich gesehen, Grealish extrem gut in den Halbraum reingegangen, Druckpass, auch wenn der Winkel, also das Loch, sage ich mal, nicht so groß war und dann direkt umdrehen, Schuss, Tor. So. Wie gesagt, und hier ist perfekt. Hier ist das perfekte klassische Beispiel, was ich mit meine. Außen durchkommen, immer einen weiter nach innen spielen und ihr seid durch. Wie gesagt, in dem Fall einen nach außen, er hat es da schon oben verkackt. So, wir konnten den jetzt auf Geyoro einfach reinspielen, zack, drehen, einen weiterspielen, zack, einen weiterspielen. Und ihr werdet so oft in genau diesen Situationen sein. Wenn ihr immer einen weiterspielt, plötzlich ist oben euer Spieler komplett blank, einen weiterspielen und zack, einfache Tore. Das ist die Grundausrichtung der 4-2-4. Wie gesagt, hier haben wir es letztlich auch genauso gespielt. Hier hat er es aber gut schon antizipiert. Hier hätten wir einfach auch geradeaus durchgehen können, wenn er es so antizipiert. Und selbst hier unten, ne, Asensio läuft eigentlich auch rein, hätten wir auch reinspielen können. Deswegen habt ihr so viele Möglichkeiten. Ihr müsst nicht immer weiter nach oben spielen. Einfach schauen, wie sich die Situation entwickelt. Und wie gesagt, ihr habt da alle auf der letzten Reihe, wie ihr schon seht, 5 gegen 3.
So, also ihr müsst nur die richtige Entscheidung treffen. Und aber der weitere Vorteil, wie gesagt, hier natürlich Glück gehabt. Wenn wir hier aber nochmal einen zweiten Ball bekommen, seht ihr, dass wir halt immer noch crazy Überzahl haben und dann, wie gesagt, immer einer frei ist, den ihr nutzen könnt, um das Tor dann letztlich auch zu machen. Wie gesagt, hier nochmal die gleiche Sache, zack, immer wieder einen nach oben, zack, Tor. So, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr das Spielkonzept der 4-2-4 verstanden habt, sowohl offensiv als auch teilweise defensiv, dass ihr da wirklich aggressiv am besten sein solltet, vor allem die Mitte zumachen, weil ihr da nur 2 ZMs habt und dann sehr aggressiv, vor allem wenn der Gegner Ballannahmen hat, am besten direkt rein tackeln, weil oft gewinnt ihr dadurch den Ball und selbst wenn es ein Foul ist, dadurch, dass ihr hinten meistens in der Unterzahl seid, vor allem wenn ein Konter geschieht, ist es enorm wichtig, dass ihr denn da die Ballkontrolle oder die Balleroberung oder halt das taktische Foul so ziehen könnt. Wie gesagt, ich kann euch wirklich nur raten, probiert auf jeden Fall die Taktik mal aus, probiert dann auch noch mal eine Drucktaktik der gleichen Taktik, sage ich mal, aus, um zu sehen, wie sie für euch funktioniert und ob ihr auf jeden Fall dadurch mehr Tore schießt, was sehr offensichtlich wahrscheinlich ist. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst am besten direkt ein Abo bei YouTube da, damit ihr kein Video und keinen Livestream mehr verpasst. Ich würde mich extrem drüber freuen. Lasst auch gerne ein Like da auf dem Video und teilt das Video natürlich gerne mit anderen EAFC-Freunden, die eventuell diese Formation auch unbedingt mal testen sollten, vor allem wenn sie sich eventuell offensiv schwerer tun oder halt zu viel Gegentore kassieren, dass sie eventuell mit der Offensive trotzdem die Spiele noch gewinnen. Außerdem checkt gerne die anderen Links in der Videobeschreibung ab zu TikTok, zu Discord und natürlich auch zu Twitch, wo ich ja dann auch live bin. Und natürlich kommt gerne dann auch zu den Livestreams auf YouTube und Twitch dazu. Lasst doch natürlich gerne ein Follow bei Twitch denn da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und schreibt mir natürlich unbedingt in die Kommentare, wie ihr die Formation und Taktik findet, wie ihr sie eventuell auf euer Spielstil umgebaut habt. Würde mich wirklich interessieren. Also rein damit in die Kommentare und zum Schluss sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.